Ich freue mich über Daniel Rentsch an meiner Seite, Videotechniker der Semperoper Dresden. Und er schreibt auch für Production Partner unter anderem, also teilt auch da die Kenntnisse aus der Branche. Wir gehen noch so einen Schritt nach vorne, weil hier kennst du ja auch so Umbauten und so Geschichten. Die laufen dann währenddessen noch. Schön, dass Jörg auch mit dabei ist und uns hier durch die Tage begleitet hat. Du hast tolle Experten jetzt auch gleich hier im Panel mit dabei. Und so grob widmet ihr euch ja der Transformation im Theater, so aus, kann man schon sagen, aus technischer Sicht. Guck da mal drauf. Wie digital darf es denn werden? Ist das so, kann man das so formulieren? Oder wie digital ist es schon? Digital ist ja Videotechnik, AV-Technik in Theatern schon durchaus eine ganze Weile. Wir wollen uns jetzt wirklich auf diese Transformation hin zu IP konzentrieren. Das ist ein Buzzword jetzt nicht erst seit heute, nicht erst seit 2025, sondern eigentlich schon seit vielen Jahren. Trotzdem natürlich für viele Häuser ein großer Schritt. Und wir haben festgestellt, dass es für viele Häuser, die gerne den Schritt eigentlich gehen möchten, schwierig ist, so diesen ersten Anknüpfungspunkt zur Thematik zu finden. So auch tatsächlich bei uns. Wir sind gerade mitten am Anfang, würde ich sagen, der Transformation hin zu einem gewerkeübergreifenden AV-Netzwerk. Und ich habe heute das große Glück, dass nicht nur die Gäste, die heute hier sind und uns vielleicht später in der Aufzeichnung schauen, hoffentlich profitieren können von den großartigen Expertisen der 3 Leute, die wir heute mitgemacht haben. Ich kann nämlich selber heute hoffentlich auch eine ganze Menge lernen von den ganzen Erfahrungen, die die Kolleginnen und Kollegen, die an diesem Projekt mitgewirkt haben, gemacht haben. Wollen wir sie gleich nennen? Ja, lass uns noch mal reingucken. Also wir haben Besuch vom Stadttheater Bremerhaven. Wen hast du da mit im Programm? Ich habe da den Hardy, der tatsächlich federführend im Haus dieses riesige Projekt geleitet hat, initiiert hat, erdacht hat. Dazu haben wir den Arthur Koll, zuletzt bei Yamaha Pro Audio, und Uwe Weißbach von Weißbach Middleware, der die ganze Planung im Hintergrund von der Integratorenseite, ich hoffe, das habe ich jetzt richtig eingeführt, gemacht hat. Also diese 3 waren extrem intensiv über die letzten Jahre an diesem Projekt beteiligt und wir hoffen, dass sowohl ich als auch ihr, die hier heute zuhören und später zuhören, von diesen Erfahrungen etwas profitieren können. Uns geht es wirklich darum, mal gemeinsam zu schauen, welche Fragen müssen wir eigentlich erstmal stellen, damit wir die richtigen Antworten überhaupt bekommen. Weil ganz einfach so in diese Thematik reingeworfen zu werden, ist für uns, die zwar mit Videosignalen zu tun haben, tagtäglich als Job oder mit Audiosignalen, trotzdem immer noch irgendwie ein sehr, sehr schwieriges Gewässer. Also diesen Einstiegspunkt zu finden und so ein bisschen aber auch Mut zu bekommen, dass es gelingen kann. Darum geht es letztlich heute bei unserem Talk. Und wir sind live mit dabei. Welche Fragen ihr stellt, welche Antworten gegeben werden können oder schon da sind, dann ist jetzt ein guter Zeitpunkt. Ihr könnt dann jetzt gesammelt gerne mal auf die Bühne kommen, könnt auch auf den Hintergrund hier schauen, euch mit eurem Namen quasi zuordnen. Hier sind unsere Panelisten. Moin, seid gegrüßt. Genau, schaut gerne oben. Moin. Du kannst dann nochmal gerade gucken, dass die Zuordnung klappt, dann haben wir es auch gut im Überblick. Dann müsste ich... Danke, Daniel. Ich muss ganz kurz eine Korrektur anbringen, damit es keine Missverständnisse gibt. Integrator für das Projekt ist die Firma Industrial Arts gewesen. Okay. Ich war eingekauft als externer Experte, Freiberufler. Ja. Okay. Etwas, ja, definitiv. Eine Rolle, die wahrscheinlich absolut nicht zu unterschätzen ist in einem solchen Projekt. Hadi, ich würde gerne dir als erstes mal kurz die Frage stellen, wann war der erste Moment, in dem du gesagt hast, ich bereue diese Entscheidung? Also, welchen willst du jetzt genau hören? Es gab schon ein paar, allerdings nie so gravierend und hochtrabend, dass ich jetzt sagen würde, ich bereue das Ganze in Gänze. Aber es gab schon ein paar Momente so in der Vergangenheit, die mir aufgezeigt haben, wo vielleicht es ein bisschen gehakt hat in der Planung oder in der Vorplanung und auch in der internen Kommunikation im Haus. Da kommen wir sicherlich auch nochmal zu sprechen. Und jetzt mit Rückblick, wenn du jetzt hier stehst,
Reue oder nicht? Das Ganze, ja, also ich freue mich persönlich auf jeden Fall, weil das ist quasi, ja, ich will sagen, mein Baby. Habe Ja. mich da so ein bisschen auch selbst verwirklicht. Hatte auch günstigerweise die Gelegenheit dazu. Also mein Arbeitgeber hat mir da relativ freie Hand gelassen, was ich natürlich erstmal spannend finde. Aber es birgt eben auch so seine Schwierigkeiten und Komplikationen im Ist-Zustand, weil man ja dann doch immer wieder derjenige ist, der dann federführend das Ganze angeleiert hat und die Kollegen es dann teilweise eben noch ein bisschen ausbaden müssen. Vielleicht können wir einmal ganz kurz schauen vom Publikum, die hier sind. Wer ist denn von einem Theater? Gerne mal melden. Jein. Systemintegratoren, Berater, okay. Hersteller. Okay, dann frage ich mich, wer jetzt der Rest ist. Können wir vielleicht später ja nochmal drüber sprechen. Okay, also durchaus gemischt hier. Dann vielen Dank dafür, einfach, dass wir wissen, mit wem wir heute überhaupt hier eigentlich so sprechen. Hardy, vielleicht kannst du oder vielleicht auch jemand anderes mit dazu ganz kurz und knapp umreißen, was war die Idee am Anfang? Also die Grundidee am Anfang war im Grunde genommen, alles an Medientechnik miteinander zu vernetzen, zu vereinen, die Vorzüge der IT-Technologie zu nutzen, also sich zunutze zu machen, gewerkeübergreifend und ja, und eben auch ein bisschen neue Wege zu gehen, also sprich dafür zu sorgen, dass eben viel mehr möglich sein wird, wenn es dann fertiggestellt ist, als es dann bis dato der Fall war. Und meine Idee war grundsätzlich, eben alles auf IoT basierend realisieren zu wollen. Dafür musste ich allerdings zu Beginn auch erstmal ein paar Leute suchen, die ich dann günstigerweise auch gefunden habe. 2 davon sind heute hier mit auf der Bühne. Ja, genau. Genau. Das sind 2. Aber natürlich kann man so ein Projekt auch mit externen Kräften nicht alleine in einem Theater realisieren, denn da müssen natürlich irgendwie alle mitgenommen werden. Ja, absolut. Also bei uns stand grundsätzlich erstmal die Idee an, dass wir ein neues Inspizientensystem brauchen. Okay. Darüber hinaus auch eine neue Audio-Mischpult-Technologie. Das war eigentlich so der Grundgedanke. Im Zuge dieser Planung wurde es dann noch vonnöten, dass wir eine normkonforme Sprachalarmierungsanlage brauchen, die ich dann allerdings auch gerne für szenische Zwecke nutzen wollte und es jetzt auch tue. Und darüber hinaus ist das Projekt eigentlich immer mehr gewachsen, bis wir dann letztendlich eben auch noch bei AV gelandet sind. Aber das heißt, es war gar nicht die primäre Idee, hey, wir würden gerne Video auf IP machen, sondern es also ging Video über IP schon, ja. Allerdings erstmal nur in dem Kernbereich der Inspiziententechnik, also ja. sprich Bühnenmonitoring und Dirigentenmonitoring. Wir sind ein Mehrspartenhaus, wo wir natürlich latenzfreies digitales Video brauchen. Das war zu dem Zeitpunkt schon nicht ganz so einfach. Wann war das denn ganz kurz? Also die ersten Ideen? Die ersten Gedanken habe ich mir wahrscheinlich noch in den 2010er Jahren gemacht. Okay. Ich würde sagen, konkret wurde es dann, Uwe, wann haben wir uns getroffen? Auf der ISE 2021? Ich glaube, 2021 wurde es dann langsam konkreter oder 2020 sogar schon. Ja, aber wenn ich mich recht entsinne, 2023 seid ihr mit dem Komplettbetrieb an den Start gegangen? Ja. Das heißt, es ist eigentlich in Anführungsstrichen nur 3 Jahre etwa? Ja, also wir haben es in mehrere Bauabschnitte auch unterteilt. Wir haben erstmal Kabelzug angefangen, ja. Und dann kamen die sukzessive die Teile noch dazu, sodass wir dann aber 2023 mit allem im Grunde genommen am Start waren. Also auch mit Intercom und mit AV eben, was wir jetzt sowohl szenisch nutzen als auch im Inspizientennetzwerk fürs Monitoring. Das heißt, ihr habt ein Netzwerk geschaffen, in dem Lichtsteuerdaten, Kommunikation, Bolero, Intercom, ja.
Partyline Funk auch. Bitte? Auch Funk. Ja, okay. Funk ist bei uns immer noch integriert. Dann Videozuspieldaten für szenischen Einsatz, Ja. für Monitoring im Haus, Dirigentenmonitoring und im Prinzip die gesamte Beschallungstechnik. Ja. Habe ich was vergessen? Ist ja schon eine ganze Menge. Alarm, okay. Sprachalarmierung, Also genau, stimmt. Die ELA-Anlage letztlich, also Evakuierung etc. Und das alles über ein Netz, physikalisches Netz. Ein physikalisches Netz. Okay. Ja, mit einer kleinen Ausnahme für die Sprachalarmierung, die Ja. Spezialanforderungen hat, die Genau. sich Ja. erstmal autark läuft, Ja. aber Schnittstellen zum Netzwerk hin hat, um eben die auch für Ja. szenische Beschallung nutzen zu können, was sich anbot. Genau, also normativ ist es so, dass es immer noch 100 Volt Ja. Technik ist, aber es gibt eben die Schnittstellen ins Dante-Netzwerk, sodass wir sie szenisch nutzen können. Dann vielleicht direkt mal die Frage an die Netzwerkexperten hier auch mit in der Runde, also sind ja alles Netzwerkexperten. Kriegt man da erstmal ein komisches Gefühl, wenn man sagt, alles, was bisher getrennt für sich betrachtet werden konnte, kommt jetzt zusammen auf ein Gerät und wenn das Gerät Probleme macht, haben 6 Gewerke? Das ist das Problem bei der Netzwerktechnik. Wenn Ja. man alles voll integriert, dann muss man sich Gedanken machen über Redundanzen, über was passiert, wenn was ausfällt. Ja. Wir haben dort auch viel gelernt in dem Bereich und es ist schwierig. Also Ja. man muss sich im Vorfeld eine Menge überlegen, was in solchen Fällen eventuell zu tun ist. Ja. Kann man das überhaupt sagen, so Key Also Considerations? bloß mal eine Größenordnung zu Ja, haben. genau. Also wir reden jetzt aktuell, glaube ich, über 17, 18 Switche, aber große zum Teil, also zum Teil auch Switche mit 96 Ports. Und wir reden über, grob geschätzt, 1000 aktive Ports. Also 1000 IP-Geräte, die da irgendwo im Netz rumhängen. Egal, ob das jetzt Dante ist oder Lichttechnik oder Intercom oder InSpeed-Technik, was auch immer. Also das Weil ich baue ist die mir- Größenordnung. Ja. Ich baue mir ja einen Zustand, in dem ich nicht sagen kann, oh, mein Projektor spielt gerade nicht, schalte ich doch mal den Switch an und wieder aus und wieder an. Ist Eine schlechte Idee. dann ein schwieriges Szenario in dem Moment. Wie begegnet ihr dem in der Praxis? Oder vielleicht auch im Design davor? Was waren vielleicht so, kann man das, ich weiß nicht, ob man das überhaupt sagen kann, so, das sind die Punkte, wo man da auf jeden Fall drauf achten muss. Also wahrscheinlich eine VLAN-Segmentierung sowieso. Das steht, glaube ich, auf der Frage. VLAN-Segmentierung für die Gewerke, das auf jeden Fall natürlich, ganz klar. Audio ist getrennt, InSpi, Licht, Video, ganz klar. Die große Herausforderung war an der Stelle eigentlich das 10 Gigabit Video. Ja, Ja. Also weil alles andere, selbst Licht, auch wenn die Artnet Broadcast fahren, das ist alles vergleichsweise wenig Traffic. Auch Dante ist vergleichsweise wenig Traffic mit 1,5 Mega pro Kanal. Und es wird aber dann, wenn ich über unkomprimiertes Video rede, kommen wir in einen ganz anderen Bereich. Ja, also als Vergleich ein Kanal Audio zu einem Kanal unkomprimierten 4K-Video, das ist ein Verhältnis von 1 zu 10.000, was den Traffic anbetrifft. Ja. Ja, das ist gigantisch. Und da reden wir dann eben über ganz andere, da hat man dann eben nicht mehr, da reicht nicht mehr ein 10 Giga Uplink zwischen 2 Switchen, sondern hat ganz schnell mal 160 Giga. Ja, weil man dann eben mehrere Videostreams darüber schiebt. Ich mache das ganz gerne mal mit den Lichtkollegen bzw. den Azubis, dass ich einmal ausrechne, wie viel DMX-Universen ich für ein Full-HD-Bild brauche, wenn ich das in RGB darstellen möchte. Dass man mal so Dimensionen schaffen kann, das ist immer ganz, ganz spannend, bei den Azubis dann die Augen zu sehen. Also um die 60.000 Universen, glaube ich. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Müssen wir mal nachschauen. Das heißt, wir dürfen ja sicherlich Gerätemarken nennen. Es geht ja auch darum, Marktentscheidungen zu treffen. Es ist die Netgear AV-Serie geworden bei euch? Ja, alle 3 Serien, bis auf die 4500er. Ja. Also 4250, 4300 und 4350. Was war da ausschlaggebend? Die 10G-Fähigkeit Ja. auf nahezu allen Ports, also bis auf die 4250er, die werden im Grunde nur für Audio benutzt. Und die relativ benutzerfreundliche UI tatsächlich. Ja. Also das hat sich nicht nur als Werbeversprechen entpuppt, sondern auch tatsächlich als einen Praxis. Ja, also die UI ist natürlich, sag ich mal, für den Endanwender vielleicht ein bisschen leichter zu bedienen als jetzt bei Cisco. Das heißt, wir reden jetzt von Artnet, beziehungsweise wahrscheinlich Streaming, ACN. Ich glaube, ihr seid Ja, wir haben beides. Also genau. wir haben im Videonetzwerk, also im Video-VLAN, haben wir Artnet-Steuerdaten. Ja. Also STVE und Artnet. Und dann haben wir ein gesondertes Lichtnetzwerk für SACN angebunden an ETC Geo.
also EOS-System. Und auch NDI parallel. NDI ist auch Bestandteil des Gesamtkonzepts, allerdings tatsächlich nicht im Video-VLAN, sondern eben im Audio- und Control-VLAN. Das heißt, es geht um Monitoring-Lösungen. Es geht um Monitoring-Lösungen, um relativ einfaches Monitoring mit Endgeräten, sage ich mal Handy, Tablet, Inspizientensteuerung, Intercom. Also ich finde gerade das eben, ich komme ja nun aus dem Videobereich, finde ich eine der ganz schwierigen Herausforderungen. Ihr habt, bei euch zeigt sich ja letztlich, ihr habt NDI und SDVoE, die ja per se erstmal technisch keine Kompatibilität zueinander haben, parallel aufgebaut, um verschiedene Anwendungsbereiche abzudecken. Genau. Genau. Also A, auf der einen Seite das Monitoring, wo es nicht unbedingt auf das letzte Stückchen Qualität und Latenz ankommt. Genau. Da reden wir wahrscheinlich von Haustotale. Im Grunde SDVoE für das szenische Video und für alle die Kontrollsachen, wo es um Latenzen geht, also Dirigentenübertragung. Ja. Genau. Wie seht ihr da vielleicht auch die aktuelle Entwicklung? Es ist ja tatsächlich momentan so, wir kennen die Systeme, irgendwie NDI, SDVoE, SMPTE 2110, IPMX. Gleichzeitig wandelt sich der Markt der tatsächlich verfügbaren Geräte ja doch erstaunlich rasant. So in 2 Jahren kann die Welt da schon wieder ganz anders aussehen. Gleichzeitig ist es irgendwie schwierig mit Übernahmen von Geschäften. Da wird ein Hersteller aufgekauft, plötzlich bekommt das Geschäft eine andere Richtung, etc. Wie seht ihr aktuell so den Stand? Gäbe es auch eine Lösung, das aus heutiger Perspektive mit einer Technologie zu machen, also mit den Entwicklungen, die vielleicht NDI hat oder die IPMX neu mit dazugebracht hat? Na, ich würde sagen, das erste ist ja mal, dass alle Protokolle, die du jetzt genannt hast, sind herstellerübergreifende Protokolle. Ja, und der Trend eindeutig ist nach Corona, nach der Chipkrise in die Richtung gegangen, dass die Leute eigentlich keine proprietären Protokolle mehr werden. Ja. Also Technologien, die seinerzeit sehr, sehr weit verbreitet waren, die aber nur von einem Hersteller kamen, die haben drastisch nachgelassen. Bis auf Dante. Ja, gut, na, Dante ist, da kann man sich jetzt quasi streiten. Ne? Es gibt ja trotzdem 500 Hersteller, die Dante-Geräte bauen. Ja. Aber keiner kauft mehr so. Man sieht das auch, dass da eine Transformation ist bei den Herstellern. Also könnte jetzt mal, ich weiß nicht, ob man Hersteller nennen können, könnte jetzt mal Lightware nennen, die durchaus proprietäre Protokolle im Portfolio hatten und auch immer noch haben. Und die aber jetzt trotzdem sagen, okay, wir machen jetzt auch SDVoE, weil wir sehen den Trend, die Leute wollen sich nicht von einem Hersteller abhängig machen. Ja, denn da gab es böse Sachen von Firmen, die 2 Jahre lang nichts liefern konnten, weil ihnen die FPGAs gefehlt haben. Ja. Und das ist auf jeden Fall jetzt der Trend. Und alles, was du genannt hast, sind ja herstellerübergreifende Protokolle. Das heißt, da läuft man nicht so schnell in die Falle, weil jetzt mal ein Hersteller ausfällt, dann kannst du immer noch auf den anderen gehen und die Geräte sind kompatibel vom Protokoll her. Das ist das Gute dran. Ja. Aber seht ihr tatsächlich eine jetzt markttaugliche Lösung, wo es fertige Produkte gibt, wo man sagt, okay, jetzt könnte ich auch nur mich auf ein System einigen und das kann tatsächlich die gesamte Bandbreite abbilden? Also wenn du über Video redest, hast du die beiden Extreme. Ich möchte niedrige Bandbreiten, ich will nicht ohne Ende Switch-Kapazität kaufen und auf der anderen Seite, ich will niedrige Latenzen. Und das geht eigentlich nicht zusammen. Ja. Wenn du niedrige Latenzen willst, musst du unkomprimiert fahren, brauchst du 10 Gig, aber das würde ich nie für alles machen, weil es einfach viel zu teuer wird. Ja, und dann fange ich eben mit NDI an und komplett das. Oder ich mache NDI und 2110 oder was auch immer, ist ja völlig egal jetzt erstmal. Ja, aber im Moment ist es noch so, es gibt nicht die Technologie, wo ich sage, ich habe ein Frame Latenz und trotzdem nur 20 Megabit Bandbreite. Das wäre schön, aber die gibt es einfach nicht. Ja. Es schließt sich ja irgendwo gegeneinander aus. Die Latenz kommt aus den Codecs. Sobald ich komprimiere, habe ich hohe Latenzen. Wenn ich nicht komprimiere, habe ich hohe Bandbreiten. Also wir standen ja vor der gleichen Frage. Wir haben sie tatsächlich für uns zuletzt jetzt für IPMX beantwortet. Einfach mit, tatsächlich in dem Fall, so groß ist das Produktportfolio noch nicht, Matrox Convert IP, bei der wir gesagt haben, okay, da habe ich zumindest eine Box, die sowohl SMPTE 2110 als auch IPMX kann, also in der ich zumindest die Möglichkeit habe, für einen unkomprimierten, latenzfreien, latenzarmen, möglichst latenzarmen Betrieb ein SMPTE 2110 einzusetzen. Und mit dem gleichen Gerät kann ich aber auch einen komprimierten IPMX-Betrieb fahren.
für mich ist es dann immer so, ich möchte eigentlich nicht 5 Seiten mit 5 Routing-Plattformen offen haben. Daher finde ich die Idee mit NMOS, das hin und her routen zu können, natürlich schon erstmal charmant. Ist die Frage, wie funktioniert es in der Praxis? Wahrscheinlich schwer einzuschätzen von der jetzigen Perspektive. Ja, also da fragst du jetzt im Grunde den Falschen, weil ich bin ja im Grunde derjenige, der irgendwie 2 Sachen nebenher laufen hat. Ja. Ich verstehe den Gedankengang auf jeden Fall. Die Idee ist nett. NDI war für mich sehr niedrigschwellig, auch kostengünstig im Verhältnis. Und eben warst eben auch in der Lage, ich sag mal auch für eine szenische, künstlerische Darbietung auf einer Bühne, war es eine ganze Zeit lang auch durchaus sag ich mal, mit einer Live-Video-Kamera irgendwie auf der Bühne rumzulaufen und eben halt Live-Video in einer Theaterproduktion darzustellen. Das ist mit NDI relativ niedrigschwellig und einfach mit einem Smartphone möglich. Und so wie Uwe schon sagte, sobald es eben darum geht, wirklich latenzfrei, also quasi taktstockgetreu Musiktheater zu machen, musst du im Grunde genommen etwas anderes wählen. Dann wirst du mit NDI momentan noch nicht die Lösung haben, die du brauchst. Und wie sehr hat sich dann in der Praxis das als tatsächlich problematisch herausgestellt, 2 Parallelsysteme zu betreiben? Eigentlich gar nicht. Also das sind halt 2 unterschiedliche Anwendungsfälle und Gebiete. Und die kann man auch durchaus auch separat voneinander auch ganz gut handeln im Alltag. Es ist jetzt auch nicht so, dass wir NDI wahnsinnig häufig und großflächig benutzen. Punktuell kommt es mal vor. Also unsere Inspizienten haben ein iPad, mit dem sie sich auch mal in den Saal setzen können oder woanders hingehen, können sie sich den Bühnenstream eben auch übers WLAN anschauen. Das ist halt auch ein Punkt, der bei anderen Protokollen eher schwierig ist. Da spielt NDI dann schon so seine Vorzüge aus. Und auf der anderen Seite eben, wie ich gerade schon sagte, die zwingend notwendige, möglichst latenzfreie Videonutzung. Sowohl für Live-Video im Bereich von Musiktheater, also wie schon gesagt mit Dirigenten, Taktstockfähigkeit. Also ich finde ja NDI immer mit all seinen Nachteilen, die es hat, stellt es für mich immer so ein bisschen das ist eigentlich der Idealzustand workflow-technisch dar. Also mit allen technischen Limitationen, die da sind wir dort an einer Entwicklung von Video over IP oder AV over IP angekommen, wo ich sagen kann, ich habe ein Format, was jeder implementieren kann, jeder Hersteller. Ich kann Audio und Video in einem Signal synchron miteinander erstmal übertragen, wie sehr gut das mit mehreren parallel funktioniert, jetzt erstmal außer Acht gelassen. Ich habe relativ viele Hersteller und vor allem habe ich die gesamte Kette irgendwie abgebildet. Und du hast reine Softwarelösungen. Reine Softwarelösungen, die relativ einfach zu implementieren sind. Selbst im Open-Source-Bereich wie OBS kann ich zwar Closed Source, aber trotzdem diese Fähigkeit herstellen. Dass ich wirklich diese Kette habe von der Kamera, sei es jetzt eine PTZ oder das Telefon mit der App drauf, zu meinem Medienserver, der NDI-fähig ist, bis hin zum Projektor, den ich theoretisch NDI-fähig machen kann oder ein Display. Also eigentlich ist es so diese perfekte Welt, die man sich eigentlich so vorstellt. Ich habe ein System, was vom ersten bis zum letzten Gerät 100% im IP-Bereich sich bewegt. Nur hat es ganz offensichtlich eben andere Drawbacks wieder, wo man sagt, es erfüllt dann aber den Use Case nicht. Das ist, glaube ich, für so Entscheidungsträger ganz, ganz schwierig, so zu gewichten, glaube ich. Ja, also letzten Endes ist es natürlich auch immer das ist schon eine Preis-Leistungsfrage. Und gleichzeitig möchtest du ja viele deiner Mitkollegen auch mit im Boot wissen, die sollen alle in irgendeiner Form von neuer Technologie, von Umbauten in irgendeiner Form profitieren. Und jetzt mal ein ganz konkretes Beispiel, profitieren bei uns die Schnürmeister eben von NDI, weil sie fahrbare mobile Schnürmeisterpulte haben, mit denen sie eben die Bühnenmaschinerie bewegen.
Und da ist es an einigen Stellen auch gar nicht so irrelevant, dass sie eben auch immer sehen, was sie tun, weil sie nicht immer an Ort und Stelle stehen, wo sie wirklich einen direkten Einblick haben. Ja. Und da eignet sich so ein iPad mit einer NDI-App super, mit einer Bird-Dog-Cam, die sie gleichzeitig auch steuern können, mit demselben Endgerät, mit dem sie sich das Bild anschauen, ist dann tatsächlich sogar eine sicherheitsrelevante Geschichte. Ja. Da spielt dann NDI zum Beispiel einfach seine Vorzüge aus. Das heißt, ich muss im Prinzip wirklich mit meinen Menschen im Theater sprechen, die Anwendung genau analysieren, um dann die Pro und Kontras letztlich der Formate... Du kannst ja auch zweigleisig fahren. Ja? Ja. Also wenn du sagst, ich will das Optimum zwischen Leistung und Kosten erreichen, dann kannst du halt auch sagen, okay, ich nehme meine bühnentotale Kamera, das ist ohnehin meistens eine, die macht sowieso schon mal NDI, out of the box, das kommt da schon mal raus aus der Schnittstelle. Und dann nehme ich aber auch noch das HDMI oder das SDI-Signal und schiebe das über SDVE ins Netz oder über 1.10 oder IPMX, egal, also mit einem latenzarmen Ding. Und dann sage ich, okay, überall da, wo es wichtig ist, Ja. Ja, an den Monitoren im Bühnenbereich für einen Chor oder für einen Inspizienten, da baue ich halt dann Decoder rein, die eben diesen latenzarmen Stream empfangen. Ja. Und da, wo es völlig egal ist, in der Garderobe oder Kantine, da empfange ich dann den NDI-Stream. Ja. Dann habe ich den einfach doppelt und es fällt nicht ins Gewicht. Also das bisschen NDI obendrauf auf dem unkomprimierten fällt nicht mehr ins Gewicht. Ja. Ja. Und dann hast du aber die Wahl und du kannst dann da, wo es nicht drauf ankommt, dich für günstige Endgeräte entscheiden. Ja. Genau, meine Frage der Zweigleisige Strategie Wirtschaftlichkeit. ist im Moment wahrscheinlich gar keine schlechte Idee. Ja. Also weil du ja sozusagen, du fragst nach der einen ultimativen Lösung. Ich glaube, die gibt es einfach im Moment noch nicht. Ja. Es kann kommen, Entwicklung geht weiter, definitiv. Aber ja, ich weiß nicht, ich glaube, wir sollten aber auch mal über Audio reden. Die Zeit läuft dann Ja. ein bisschen davon und wir reden die ganze Zeit nur über Auf jeden Video. Fall. Das ist herausfordernd. Nur die Hälfte aber- des AVs Ja. ist ja das V. Und auch da reden wir über Bandbreiten, weil wir plötzlich zwar jetzt nicht der einzelne Kanal eine Bandbreite hat, aber wir reden dann auf einmal über hunderte von Kanälen, die da im Netz unterwegs sind. Ne? Also wenn ich hier bei Hardy den Dante-Controller aufklappe, da geht erstmal, da kann ich lange nach unten scrollen. Ja? Also da ist ganz schön was im Netz los, inklusive Rivage-System, inklusive Timex-System und was da alles, Prodigies, also Geräte mit vielen Ausgangskanälen. Ja? Das sind, ich weiß nicht, wie viele Kanäle wir wirklich Dante-mäßig im Netz haben, aber es ist etliche hundert. Bin mir ziemlich sicher. Ja, auf jeden Fall. Also es sind schon etliche hundert. Nicht immer alle am Start, aber ich sag mal, wenn ich alle aufmache, dann ist es so, wie Uwe geschildert hat, dann musst du schon relativ weit nach unten scrollen. Kommt schon eine Menge zusammen. Nicht zuletzt eben auch noch Tracking-System mit Specializing, wo wir uns eben für ein Timex-Special-System entschieden haben. Aus Audiosicht einfach, weil es nicht nur level-balanced ist, sondern eben auch eine Tiefenstaffelung erlaubt und automatische Delays erzeugt, was eben das Mixing gerade bei einer Live-Musical-Produktion schon erheblich viel Arbeit abnimmt und gleichzeitig eben auch für eine gewisse Natürlichkeit der Stimmenwiedergabe sorgt. Aber auch da war es mir persönlich auch wichtig, dass wir so ein Tracking-System nicht nur rein für Audio benutzen, sondern möglichst auf mittel- oder langfristige Sicht eben auch gewerkeübergreifend. Und das bietet das System im Grunde auch. Über ADM, OSC kann man relativ viel auch andere Gewerke speisen. Kamera- und Lichtsteuerung wäre dann Ja, das Thema. Ne? genau. Da kommen wir in den Punkt, wo wir sagen, da kommen Vorteile hoch bei der gewerkeübergreifenden Geschichte, die man ohne nicht hätte, ja, die einfach nicht gehen würden. Das finde ich tatsächlich so einen interessanten Punkt. In dem Moment, in dem man diesen Schritt geht und sagt, wir gehen mit allen Gewerken gemeinsam auf eine IP-basierte Infrastruktur, kommt man ja also legt man Denkverbote ab, finde ich. Also es ist dann möglich, tatsächlich Sachen zu realisieren, die haben sich vorher nicht wirklich gestellt, diese Fragen. Wie kriegt man das hin? Also ich habe das Gefühl, dass erst wenn, wie kann man das beschreiben? Erst wenn man diese ganzen Möglichkeiten, die sich dann bieten können, gewerkeübergreifend,
wenn man das ausschöpft, erst dann kommt man so richtig in dem Moment, wo man sagt, jetzt lohnt sich das auch. Jetzt lohnt sich vielleicht auch dieser Aufwand, den ich initial reinstecke, und dann komme ich eventuell auch aus rein ökonomischer Sicht, die ja auch immer mitschwingt bei dem Ganzen, irgendwann in den Bereich, dass ich sage, ja, ich kann jetzt viel einfacher skalieren, ich kann viel einfacher eine zusätzliche Anwendung implementieren für Inspi, für Licht, Schnürmeister, was es auch ist. Wie kriegt man das hin, das Denken so zu öffnen, dass ich sage, ich gehe weg von meinen bisherigen Denkweisen und komme überhaupt daran hin, dass ich mir diese Fragen stelle? Also erstmal muss man sehr viel Vertrauen genießen von Menschen, die vielleicht der technische Background nicht unbedingt haben, aber zumindest wollen, dass es bestmöglich vorangeht. Und dann muss man natürlich weiter nach unten spreaden und die Verantwortung und ich sag mal, diese Gier nach was Neuem irgendwie versuchen zu entfachen bei den Kollegen. Muss man die natürlich mit ins Boot holen. Man kann nicht immer sehr kleinteilig auf alles und auf jedes Bedürfnis eingehen. Es gibt schon auch Punkte, wo man dann einfach auch mal sagen muss, wir machen es jetzt auch mal so und so. Aber grundsätzlich muss eine Bereitschaft natürlich schon vorhanden sein und da muss sich natürlich jedes Haus die Frage stellen, was will ich denn und was brauche ich denn letzten Endes auch. Ne? Also es gibt sicherlich Häuser, die das, was wir allumfassend und gewerkeübergreifend machen wollen, vielleicht nicht unbedingt machen wollen. Oder können. Oder können. Ja. Dann wird es natürlich schon schwierig. Also weil von außen was drüber stülpen, ist immer so eine Sache. Es ist schon schwierig. Man muss schon einige Personen mit im Boot haben. Also wie hast du es gemacht? Da hast du gesagt, wir machen jetzt einen runden Tisch und holen alle Gewerke ran und du spinnst mal ein paar Szenarien oder wie bist du das angegangen? Ja, also grundsätzlich habe ich mit den unterschiedlichen Gewerken, die Beleuchtungsabteilung war, weil dadurch, dass das System gewachsen ist, hin zu AV für Videoprojektion zum Beispiel. Das kam dann ganz zum Schluss, habe ich die Beleuchtungsabteilung entsprechend relativ spät in der Projektphase erst mit ins Boot geholt, aber die Inspizienten natürlich in erster Linie. Die habe ich schon relativ früh natürlich ins Boot geholt und habe erst mal gefragt, was sie sich denn wünschen. Und bei Inspizienten ist es relativ häufig so, dass sich eigentlich gar nichts verändern soll. Es soll am besten alles so bleiben, wie es ist. Genauso aussehen. Und auch genauso aussehen und die Knöpfe sollen auch genau an der Stelle sein. No. Da muss man natürlich auch ein bisschen versuchen, diese Angstbarrieren auch ein bisschen abzubauen und zu sagen, pass auf, wir sind unterstützend für euch da, ihr sagt uns, was ihr haben wollt, wir versuchen darauf einzugehen, bestmöglich das umzusetzen und schon mal in der Planung vorzusehen, was ihr euch so vorstellt, beziehungsweise euch das schmackhaft zu machen, was eventuell darüber hinaus in Zukunft noch möglich sein wird. Denn wenn du tiefer mit Inspizienten sprichst, dann gibt es auch immer den Wunsch nach Dingen, die eigentlich besser laufen sollten und müssten, die ihnen die Arbeit erleichtern. Da muss man die einfach sehr früh mit ins Boot holen und muss halt versuchen, diese Ängste abzubauen und Möglichkeiten zu präsentieren, was denn eventuell... Aber das hat doch funktioniert. Das hat durchaus funktioniert, nicht kleinteilig, nicht bei allem. Ja. Das ist so eine Dynamik, die dann auch irgendwann entsteht. Ich brauche mit einer Inspizientin ich jetzt nicht die Wahl der Netzwerkinfrastruktur zu besprechen. Das ist einfach, das wäre nicht zielführend. Nicht mit allen, ja. Was ich aber vielleicht schon mit anderen, auch technischen Gewerken schon mal eher machen müsste und sollte. Wenn wir nochmal tatsächlich auf das Personal gucken, ist ja immer die große Frage, wer macht das denn dann eigentlich? Wer hat denn die Zeit, sich damit auseinanderzusetzen? Wer administriert das? Weil ich mir ja schon sehr viel komplexe Technologie und Administrationsaufwand auf den Tisch ziehe. Gleichzeitig stehen wir immer unter einem nachvollziehbaren ökonomischen Druck. Personal aufbauen ist schwierig. Wie kann das gelingen, dass ich das Know-how aufbaue,
Und wie kann ich das strukturell bei mir realisieren in einem Theater, dass sowas gelingen kann? Weil es wird ja nicht mit dem Wissensstand, den ich vorher hatte, vielleicht vor so einer IP-Integration, werde ich das ja nicht hundertprozentig stemmen können oder nur sehr schwer. Wie kann man sowas lösen? Das ist ja so ein gordischer Knoten eigentlich. Also ich sage mal, das größte Problem ist, dass es durchaus akzeptiert ist, dass man sagt, in einem IT-Netzwerk habe ich einen IT-Administrator. Der ist da redet niemand drüber, den brauche ich. So, bei AV-Netzen ist das nicht so, lustigerweise. Ja, das muss ich erstmal in den Köpfen, klar machen, das ist auch ein großes Netzwerk. Ja, und das muss gewartet und gepflegt werden. Vielleicht sogar mehr als ja, möglicherweise, oder an anderen sogar mehr oder anders. Und da ist oftmals das Verständnis nicht so ganz da. Und abgesehen davon haben wir aktuell tatsächlich in der Medienlandschaft auch das Thema, dass dort eigentlich die Experten fehlen, weil AV-IT ist nicht Office-IT. Ja. Das ist aus Sicherheitserwägungen, aus topologischen Erwägungen und anderen Dingen ist es einfach extrem anders. Ja, und ein IT-Mensch kann noch lange kein AV-Netz warten oder konfigurieren. Ja. Und dort fehlt es wirklich zum Teil an Expertise und aus meiner Sicht ist auch noch ein großes Problem, dass es in der Richtung wenig Ausbildungsmöglichkeiten gibt. Ja. In Deutschland zumindest sehe ich das in meiner täglichen Arbeit. Unterwegs bin. Also du bist ja auch jetzt kein ITler, du bist kein Netzwerkadministrator, also schon jetzt unterm Strich. Ja, bin ich jetzt schon, aber ja. Wie seid ihr den Weg gegangen, dass ihr euch wissenstechnisch dahin entwickeln könnt, dass ihr jetzt... Auch wie die meisten Leute Learning by Doing, ja. Okay. Also es braucht, glaube ich, bei vielen solchen Rundumschlägen, nenne ich es mal, gibt es irgendwie immer eine Art Initiator, der ich jetzt in meinem Fall in meinem Haus war. Und der muss sich natürlich letztendlich die Frage stellen, kann und will ich das alles managen und handhaben in der Zukunft? Das ist aber ja auch nur die eine Kehrseite der Medaille. Die andere ist natürlich, dass man innerhalb der Häuser dringend dafür werben muss, dass, ich glaube, du hast es vielleicht sogar schon angesprochen, dass man eben diesen Freiraum, um diese Notwendigkeit auch wirklich abzubilden in der Praxis, eben das Netz zu warten und vielleicht auch weiterzuentwickeln, weil ein Theater lebt. Da kommen immer wieder neue Herausforderungen, die eventuell neue Implementationen erfordern. Man muss dafür schon werben, dass es zeitliche oder eben auch konkret in Stellen ausgedrückt eben Personalbudgets gibt, die das quasi realisieren können. Du kannst das nicht mal eben bei dem Tonmann mit aufdrücken, der hat ja noch einen anderen Job. Genau. Dem Lichtmann oder dem Videomann oder wem auch immer. Du brauchst jemanden, der sich da kümmert. Ich meine, du kannst viel sicher auch mit externen, über Fernwartungszugänge, mit Servicefirmen oder sowas kannst du natürlich auch machen. Aber im Grunde brauchst du jemanden auch vor Ort, der in der Lage ist, auch mal da Dinge zu tun und zu reagieren, vielleicht auch gerade in Havariefällen. Ja. Die externe Firma steht vielleicht gerade nicht zur Verfügung oder das Netz ist so ausgefallen, dass sie gar nicht mehr draufkommen und du musst anfangen, Geräte zu resetten oder was auch immer. Ja. Dann brauchst du die Expertise im Haus. Ich hatte im Vorfeld, als ich mich hier darauf vorbereitet habe, irgendwo eingetippt, AV over IP und die Autokorrektur hat AV oder IP draus gemacht. Und da habe ich mir so einen Moment gedacht, ja, das ist tatsächlich so eine Frage, die man sich manchmal stellt. So, mache ich jetzt eigentlich noch Audio-Video oder mache ich jetzt hier IP? Wäre jetzt tatsächlich, wir kommen auch langsam zum Schluss, die Frage, bist du jetzt an dem Punkt, dass du sagst, ich habe mir eine Infrastruktur geschaffen, die mir tatsächlich einen Mehrwert zu einem vorherigen System gibt? Ich habe das bei mir vor einigen Jahren, als ich den Medienserver umgestellt habe, festgestellt, mit dieser Software-Migration kann ich jetzt Produktionen realisieren, die hätte ich auch vorher realisieren können, aber nicht das, was jetzt rausgekommen ist. Es wäre dann ein anderes künstlerisches Endprodukt geworden. Wir sind ja als Theaterleute, am Ende geht es ja uns ja nicht darum, dass wir Technik toll finden und dass wir uns da zum Selbstzweck Technik hinstellen, sondern es geht ja am Ende um ein künstlerisches Endprodukt, das ist unser Auftrag, das zu realisieren. Meinst du, es ist tatsächlich jetzt schon an dem Punkt, dass du jetzt
ein Arbeitsumfeld schaffen kannst, technische Möglichkeiten schaffen kannst, die tatsächlich den Output des Ganzen so positiv beeinflussen, dass du sagst, das ist es jetzt wert? Ja, definitiv. Also wenn man das jetzt von künstlerischer Seite betrachtet und die Anforderungen kommen ja nun mal letztendlich aus der Kunst, ist es natürlich so, dass wir jetzt viel weniger Nein sagen müssen zu Dingen, die vorher nicht machbar waren. Die sind jetzt relativ einfach und mit wenig Zeitaufwand möglich. Das ist schon definitiv so und gleichzeitig haben wir aber auch einen deutlichen Mehrgewinn an Qualität. Die Voraussetzung dafür ist allerdings ein immerwährend stabil und perfekt laufendes Netzwerk. Ja. Also es wäre vielleicht mal interessant, mal von Arthur. Arthur sitzt jetzt nicht mehr als Hersteller hier, aber er ist zum damaligen Zeitpunkt als Repräsentant des Herstellers ja eingebunden in das Projekt. Was das bedeutet im Unterschied zu sagen, ich stelle ein Mischpult dem Kunden einfach hin und er hat einfach nur dieses Mischpult, oder was das bedeutet, dieses Mischpult in so eine Geschichte einzubinden, wo ich sage, dort habe ich jetzt die Anbindung an Timex, an Prodigy, an was ich alles. Es ist ja ein komplexes System geworden, auch auf der Audioseite. Ne? Das wird gar nicht mehr anders funktionieren in Zukunft. Also dieser Zukunftsgedanke, der da auch in dem Titel mitschwingt, der kommt mir hier ein bisschen zu kurz. Weil, wie lang sind deine Investitionszyklen? Naja, also ich sag mal, wir wurden 99, 2000 generalsaniert und haben jetzt eine AV-Systemintegration gemacht, eine allumfassende im Jahr 2023. Also Ja, genau. das kann schon mal 20, Also wenn man- 25 Jahre dauern. Wenn man sich heute entscheiden muss, was eventuell in 20 Jahren noch funktioniert, muss man eigentlich ganz klar sagen, wir brauchen ein agnostisches System, man braucht einen großen Nummernschubser, der das über irgendein Medium, ob es jetzt Kupfer oder Glas ist, überträgt. Und wie der Standard, der nachher da drauf läuft, muss eigentlich bei der Entscheidung auf IP zu gehen erstmal muss egal sein. Weil was kann man denn anbieten, wenn man langfristig denkt, wir werden wahrscheinlich von der IT-Technik nicht weiter zurückgeben, egal wie der Standard hängt. Und das fand ich eben aus der Sicht des Herstellers auch ganz gut. Also Hardy ist so jemand, wir haben uns, glaube ich, 2018 das erste Mal darüber unterhalten. Ja, und Hardy ist so jemand, der sagt, geht das nicht auch noch? Ja. Und Ja, das ist das, was ich mit der Dynamik meine. Wenn ich dann einmal... Ja, genau, aber dann brauchst du auch tatsächlich ein Trägermedium, das das erlaubt, unabhängig von Standards. Also wir mit dem Dante-Standard sind, mit dem, was wir da tun, unbedeutend von der Bandbreite. Ja. Und wenn ich jetzt heute jemandem Rat geben würde, worin man investiert, würde ich sagen, das ist wie bei benzinverseuchten Autos eigentlich auch so, dass dir jemand sagt, noch mehr PS ist immer besser. Sondern das gilt auch jetzt letztendlich für die Investitionsentscheidung in dem Bereich, würde ich sagen. Kauft Bandbreite, um einigermaßen sicher zu sein, dass man zukünftige Aufgaben sieht. Das ist auch ja das, was der Hersteller, für den ich lange gearbeitet habe, für Yamaha, ich bin jetzt seit kurzem nicht mehr dabei, die sehen das ganz, ganz klar. Es wird nicht wieder zurückgehen. Es wird ein IP-Netzwerk gebraucht werden, um Signale zu übertragen. Das heißt, ich kann zusammenfassend sagen, der Weg oder irgendwo die Richtung ist definitiv klar. In die Richtung führen verschiedene Wege. Aber womit ich definitiv nichts falsch mache, ist, ich setze mich mit IP-Technologie auseinander. Ich spreche mit Leuten, dafür ist so eine Veranstaltung wie die LeadCon natürlich ideal. Ja. Ich investiere in physikalische Infrastruktur, Glasfaser, Kupfer, die nicht meinen jetzigen Bandbreitenstandard bedient, sondern Künftig. etwas, was finanziell letztlich hergibt am Ende des Budgets. Und dann ansonsten wahrscheinlich Marktbeobachtungen. Und du bleibst vielleicht auch systemoffen. Also, ja. Ne, also das ist schon auch, wie ich gerade schon gesagt habe, Theater wächst. Ja. Wir haben unser Inspizientensystem basiert auf QSYS. Und ein QSYS-System ist erstmal relativ nackt und du kannst es mit den Jahren immer weiter füttern. Also je nachdem, was noch so für Anforderungen in den nächsten Jahren dazukommen, kannst du dem Rechnung tragen. Vielen Dank. Ja. Wir sind zeitlich am Ende. Ich habe am Anfang ein bisschen kritisch in das Ganze reingeführt. Ich glaube aber trotzdem, dass
für uns alle, wir darauf uns einigen können, es ist definitiv die Zukunftstechnologie und ich sollte mich zumindest irgendwie damit auseinandersetzen. Gibt es irgendwie etwas Ermutigendes, was ihr vielleicht Menschen, die es jetzt noch gucken, die irgendwie in diesem Transformationsprozess sind oder da reingehen, wo ihr sagen würdet, das macht jetzt vielleicht Mut, das ist ein Startpunkt? Ich könnte jetzt sagen, es wird ein harter Weg, aber das wäre nicht ermutigend. Also aber er lohnt sich. Er lohnt sich, du kriegst eine Flexibilität rein, die du anders nicht hättest. Ja? Es gibt ja gerade im Theater, es gibt verrückte Regisseure, denen fällt plötzlich ein, wir setzen die Zuschauer auf die Bühne und die Leute spielen im Saal und so. Und dann musst du plötzlich dein ganzes Installation drehen. Und ja, du hast eine Flexibilität über das Netzwerk. Du kannst alles überall hinschaffen. Ja? Und das ist der Punkt. Du bist nicht mehr gebunden an, ich habe da jetzt aber nur 8 Audioleitungen liegen oder so. Ne? So, da liegt ein Ethernet und bitte, dann kann ich da 500 Kanäle rüberschicken, wenn ich es brauche. Ja, und mit Video genauso und mit Steuerung und mit was auch immer, mit Licht natürlich auch. Ja, das ist das Ermutigende. Also damit muss man sich auseinandersetzen, dass man eine wahnsinnige Flexibilität, die ja auch wieder Zukunftssicherheit bedeutet. Ja. Da muss ich eben nicht anfangen, irgendwann umzubauen, weil es plötzlich nicht mehr passt, sondern ich habe die Technologie, die haut hin. Ja. Und wenn man dicke Glasfasern liegen hat, selbst wenn der Switch veraltet ist in 5 Jahren, dann nehme ich der hat dann die 10-fache Kapazität. Der läuft aber über dieselbe Glasfaser immer noch. Ja. Und das ist zum Beispiel eine Investition, die sich auf jeden Fall lohnt, Glasfaser im Haus zu haben. Ja, zumindest zwischen neuralgischen Punkten. Ja, und ich würde auch sagen, auf jeden Fall den Mut bewahren, sich vor allen Dingen die richtigen Partner suchen, die das Know-how haben und sich selber auch viel trauen, selber mutig sind, weil dann kann man eben eventuell auftretende Hürden auch in den Köpfen viel, viel besser wegargumentieren, wenn man die richtigen Partner an seiner Seite hat. Also. Und man selber kann sich ja, wie Uwe schon gesagt hat, ich als Tonmeister habe ja im Grunde genommen andere Aufgaben im Alltag, kann mich ja auch nicht allumfassend quasi neu erfinden, sondern ich bin dann schon auch darauf angewiesen, die richtigen Partner an Bord zu haben. Und dafür ist eine LeadCon natürlich auch durchaus ideal. Vielen Dank. Gibt es noch Fragen von jemandem, die hier sind? Die Leute am Bildschirm können wir schwer fragen. Aber hier vielleicht? Alle Fragen geklärt. Ich hoffe, dass jetzt niemand hier erwartet hat, dass wir PTP V2-Konfigurationen in der Netgear so und so Serie beantworten, sondern eher so ein Ausblick, Rückblick, Zwischenblick, Blicke in alle Richtungen, die wir, glaube ich, für diese Thematik benötigen. Aber ich habe das Gefühl, es macht dir auch Spaß. Du kannst es nur nicht so zeigen vielleicht, aber... Es macht auf jeden Fall auch Spaß. Also es ist natürlich anstrengend, weil es, ja, also... Was soll ich sagen? Es ist ein langer Weg, wie Uwe schon sagte. Es ist langer, ein schwieriger, auch ein durchaus steiniger Weg. Man hat auch sicherlich mal Rückschläge und den einen oder anderen Ausfall. Netzwerktechnologie ist halt durchaus komplex. Unser System im Speziellen durchaus noch mal komplexer. Aber ja, ich wollte es ja nicht anders. Also ich kann nur sagen, Hut ab vor euch auf jeden Fall, was ihr da für ein Projekt geschaffen habt. Das ist ja schon... eines der ersten in Deutschland, würde ich jetzt mal behaupten. Ich finde es unglaublich, mit wie viel Energie ihr da reingeht. Ich hoffe, dass es den Menschen, die hier heute gesessen haben und die zugeguckt haben, ein bisschen Anstoß gegeben hat, Mut gemacht hat, diesen Weg zu beschreiten, dass ein paar Impulse gesetzt werden konnten. Ansonsten würde ich sagen, neugierig bleiben, bleibt im Austausch. Und für alle, die ein Projekt vor sich haben, wünsche ich auf jeden Fall viel Erfolg, viel Glück und lasst uns in der Konversation im Austausch bleiben. Vielen Dank. Danke an dieses Panel. Hardy, Arthur, Daniel und Uwe bei uns hier mit den Fragen und Antworten.